Kennst du das auch, wenn nach Feedback gefragt wird und dann sowas kommt wie: Ich finde deine Slides richtig gut, aber ist die Sandwich-Methode die beste oder eine Ich-Botschaft? Und dann soll es ja immer noch wertschätzend gemeint sein. Doch wie geht es nun richtig mit dem Feedback geben? Die Methode, mit der du anderen Feedback gibst, ist nebensächlich. Auswendig gelernte Satzbausteine sind keine Allheilmittel, um wirklich gutes Feedback zu geben. Viel wichtiger ist die innere Haltung, mit der du Feedback gibst. Wenn diese stimmt, kannst du mit einer Methode deinem Feedback noch einen passenden Rahmen geben. Doch legen wir erstmal den Fokus auf die Haltung. Thomas Harris hat in seinem Buch Ich bin okay, du bist okay ein einfaches Modell zur Transaktionsanalyse vorgestellt. Er teilt die Haltungsmöglichkeiten entlang 2 Dimensionen. Die erste beschreibt die innere Einstellung, die du gegenüber dir selbst hast. Sie stellt die Frage, ob du davon ausgehst, dass du mit dir selbst okay bist. Du dich also so wie du bist annimmst oder halt eben nicht. Die zweite Dimension beschreibt deine innere Haltung zu deinem Gegenüber. Wertschätzt du ihn als Person und nimmst ihn an, also kannst du sagen, du bist okay, oder aber verachtest du dein Gegenüber und sagst eher, du bist nicht okay. Daraus ergeben sich 4 Grundhaltungen. Menschen befinden sich laut Harris immer in einer dieser 4 Haltungen. Vor allem bei Konflikten und Feedback sind diese sehr entscheidend. Nehmen wir die 4 Haltungen also mal unter die Lupe. Ich bin okay, du bist nicht okay. Wenn du diese Haltung hast, wirst du versuchen, das Problem oder eben den Konflikt auf den anderen zu schieben. Damit kannst du das Problem für dich schnell loswerden. Dies kann zwar kurzfristig funktionieren, wird aber langfristig zwischenmenschlichen Schaden anrichten. Ich bin nicht okay, du bist nicht okay. Wenn du sowohl dich als auch dein Gegenüber nicht annimmst, werdet ihr in der Situation stecken bleiben und aufgeben. Konflikte werden nicht gelöst und Feedback entwickelt sich zum Selbstmitleid. Ich bin nicht okay, du bist okay. Mit dieser inneren Einstellung kommst du auch nicht weit. Denn du wirst die ganze Schuld auf dich nehmen, ohne konstruktiv etwas an der Situation zu ändern. Du ziehst dich zurück, gehst weg und bist nicht bereit, Feedback zu geben. Kommen wir nun zu dem, was die geeignete innere Einstellung ist, um Konflikte zu lösen und Feedback zu geben. Ich bin okay, du bist okay. Denn wenn du dich und den anderen annimmst und dir denkst, okay, wir haben hier einen Konflikt, aber im Großen und Ganzen sind wir beide als Person okay, so wie wir sind, dann kannst du in den Konflikt einsteigen, ihn lösen und vorankommen. Mit dieser Haltung bist du in der Lage, konstruktives Feedback zu geben, um dich und deine Mitmenschen ein Stück voranzubringen. Bevor du nun das nächste Mal in ein Streitgespräch gehst oder Feedback geben willst, arbeite daran, dass du in der Ich bin okay, du bist okay Haltung bist. Dies geht ganz einfach, indem du dir überlegst, was du oder dein Gegenüber schon alles Gutes geschafft haben. Manchmal braucht es Zeit, bis du von dieser inneren Haltung überzeugt bist, also gib nicht gleich auf. Ich hoffe, dass dir dieses Modell bei deinen nächsten Konflikten hilft und du damit besseres Feedback geben kannst. Nun liegt es an dir, mit deinen Kollegen eine gute Atmosphäre zu schaffen, um Konflikte zu lösen und Feedback zu geben. Du hast Ideen, Anregungen, Feedback oder Themenwünsche? Dann schreib es in die Kommentare. Hat dir das Video gefallen? Dann lass mir doch einen Like da und abonniere meinen Kanal.